Die dunkle Wahrheit über den Advent und das Weihnachtsfest. Wenn du dachtest, Advent sei einfach nur Lichter, Kekse und Vorfreude, dann hör jetzt ganz genau zu, denn was ich dir gleich erzähle, wird vieles zerstören. Und gleichzeitig einiges erklären, das du immer schon gefühlt hast, doch nie belegen konntest. Es geht um Advent, um Weihnachten, um die winterlichen Rituale, die wir alle kennen, und darum, wie tief ihre Wurzeln wirklich reichen und wieso man uns von der Schule an schon in die falsche Richtung hat denken lassen. Stell dir vor, es ist dunkel, so dunkel, dass die Menschen früher vor Furcht flackerten. Die Nächte im Dezember waren tief, kalt und voller Angst. Feuer und Licht waren nicht nur Gemütlichkeit, Licht war Schutz, Macht, Symbol. Menschen brachten Opfer, sangen, tanzten, zündeten Fackeln an und baten die Götter um Gnade, dass das Licht zurückkehren möge. Jahrtausende vor der Geburt Christi feierten die Völker bereits Rituale zur Wintersonnenwende. Die Saturnalien in Rom, das Julfest im Norden, die Feier des Sol Invictus am berühmten 25. Dezember, den die Kirche Jahrtausende später zum Geburtstag Christi erklärte. Diese Feste verbanden damals Feuer, immergrüne Pflanzen, Lichter, Maskeraden und Rituale der Erneuerung, sie waren Antworten auf die Angst vor dem Dunkel. Jetzt kommt der Punkt, der vielen schwerfällt. Als das Christentum in die Machtzentren des Römischen Reiches vordrang, stand es plötzlich vor einer Frage, die Politik und Religion zugleich war. Wie integriert man ein Imperium? Und wie ersetzt man heilige Bräuche, die Millionen Menschen prägen? Im 4. Jahrhundert, in der Zeit der Kaiser- und Kirchenpolitik, nahm das Spiel eine schicksalhafte Wendung. Konstantin und seine Nachfolger legalisierten und förderten das Christentum. Ein Machtwechsel von ungeheurer Dimension. Die neue Kirche brauchte Stabilität. Das Imperium brauchte Einheit. Aus dieser Not geboren entstand eine Praxis. Man übertrug, adaptierte und christete viele vorbestehende Rituale. Das Wort dafür heißt Synkretismus, die Verwebung von Glaubensformen, Symbolen und Daten. Was folgte, war kein einziger perfider Plan, sondern ein jahrhundertelanges, schleichendes Arrangement. Alte Winterfeste wurden neu gedeutet, heidnische Lichter und Kränze erhielten christliche Erklärungen. Datum und Rituale wandelten sich. Der 25. Dezember, der in vielen Kulturen schon Jahrhunderte und Jahrtausende dem Sonnenkult gehört hatte, wurde zu dem Tag, an dem man jetzt die Geburt Christi zu feiernden begann. Nicht weil eine Stelle in der Bibel es befahl, sondern weil es sinnvoll war, politisch als auch kulturell. Und der Advent? Der Advent ist das Kind dieser langen Umdeutung. Ursprünglich war vieles an der Adventszeit eine Form liturgischer Buße und Vorbereitung. Aber die Form, die wir kennen, 4 Kerzen, Kranz, Vorfreude über 4 Wochen, ist nicht das Evangelium. Es ist kirchliche Liturgie. Es ist Tradition. Es entstand über Jahrhunderte. Oder, lass mich es anders sagen. Die Bibel kennt keinen Advent und kein Weihnachtsfest. Kein Wort in den Evangelien fordert 4-wöchige Adventsrituale. Jesus setzte keine Lichterzeiten im Jahr. Jesus spricht weder von Kränzen, noch von Adventskerzen, noch von einem Weihnachtsbaum oder Weihnachtsmann. Das ist wichtig, weil es eine Unterscheidung zeigt. Gottes Wort, die Bibel, entspricht nicht den kirchlichen Traditionen. Und wenn du denkst, das seien akademische Spitzfindigkeiten, dann hör jetzt zu. Viele Elemente des Advents sind direkte Spiegelungsbilder uralter Bräuche. Kerzen gegen die Dunkelheit, genau wie bei den Julfesten. Immergrün im Haus, Pflanzen, die den Tod überdauern, wie bei heidnischen Naturkulten. Feste der Erwartung, der Opfergaben, des Austausches, genau wie bei römischen Saturnalien. Man hat Rituale genommen, sie umetikettiert und mit christlicher Bedeutung versehen.
Einige mögen sagen, ist das schlimm? Traditionen wandeln sich. Aber ich frage dich, wäre Jesus wirklich ein Freund der Verschmelzung heidnischer Rituale mit Gottesdienst? Die Bibel mahnt anders. Das Alte Testament ist voll von Warnungen, fremde Gottheiten und Bräuche nicht zu übernehmen. Und doch sehen wir, wie die historischen Tatsachen in der Praxis kirchlichen Alltags ignoriert werden. Viele Menschen feiern Weihnachten im Glauben, es handle sich um den exakten Geburtstag Jesu. Doch ein Blick in historische Quellen und in die Bibel selbst zeigt schnell: Der 25. Dezember war ursprünglich kein christliches Datum. Vielmehr ist er das Ergebnis einer langen religiösen, kulturellen und politischen Entwicklung. In der Bibel wird kein genaues Geburtsdatum Jesu genannt. Viele Hinweise sprechen sogar dafür, dass seine Geburt nicht im Winter stattfand. Etwa die Erwähnung von Hirten, die nachts mit ihren Herden auf den Feldern waren, was im jüdischen Klima eher auf wärmere Monate schließen lässt. Gleichzeitig existierte der 25. Dezember als heiliger Tag lange vor dem Christentum. In der römischen Welt wurde die Wintersonnenwende gefeiert, verbunden mit den Festen des Sol Invictus, des unbesiegbaren Sonnengottes. Auch im germanischen und nordischen Raum spielte die Zeit um die Wintersonnenwende eine zentrale Rolle, etwa im Rahmen des Julfestes. Immergrüne Pflanzen, Lichter, Kränze und Bäume hatten in vielen alten Kulturen symbolische Bedeutung für Hoffnung, Wiedergeburt und das erneute Erstarken des Lichts. Als das Christentum im Römischen Reich immer stärker wurde, entstand eine strategische Entscheidung. Bekannte heidnische Feste wurden mit christlichen Inhalten gefüllt, um den Übergang zu erleichtern. So legten Kirchenführer im 4. Jahrhundert den Geburtstag Jesu offiziell auf den 25. Dezember. Dabei war dieser Tag bereits fest im Bewusstsein der Bevölkerung verankert, nicht als christliches, sondern als kulturelles Sonnenwendefest. Im Laufe der Jahrhunderte übernahm die Kirche weitere Bräuche, deutete sie um und verknüpfte sie mit christlicher Symbolik. Daraus entstand das Weihnachtsfest, wie wir es heute kennen, eine Mischung aus sehr alten Traditionen und späterer kirchlicher Interpretation. Heute beginnt zunehmend ein Bewusstsein dafür, dass Weihnachten historisch ein synkretisches Fest ist, eine Zusammenführung verschiedener Traditionen. Gleichzeitig gibt es Gruppen, sogenannte falsche Christen, die weiterhin fest am 25. Dezember als tatsächlichem Geburtsdatum Jesu festhalten, obwohl diese Ansicht weder durch die Bibel noch durch historische Forschung gestützt wird, und untergraben somit die Bedeutung dieser Feste und deren heidnische Ursprünge. Das Ziel dieser Aufklärung ist nicht, den Glauben zu kritisieren, sondern Mythen von belegbaren historischen Fakten zu trennen und aufzuzeigen, wie komplex und faszinierend die Entwicklung unseres heutigen Weihnachtsfestes tatsächlich war. Jetzt wird's noch schärfer. Manche traditionelle Historiker reden da von einer Normalisierung. Es war pragmatisch, missionarisch, politisch gut. Andere, und das sind nicht die lautesten Stimmen, sehen darin eine bewusste Instrumentalisierung. Religion als Staatsräson. Ob du die eine oder andere Deutung wählst, die Grunddaten bleiben. Advent und Weihnachten, wie wir sie kennen, sind keine biblischen Gebote, sondern kulturell geformte Rituale. Aber was heißt das heute? Was heißt das für dich, der du vor dem Adventskranz sitzt? Es heißt, du bist Teil einer langen Kette von Bedeutungsverschiebungen. Du verbindest dich mit Menschen, die vor 1000 Jahren Furcht hatten. Du wiederholst Bilder, die älter sind als Christentum und Kirche. Und ja, das kann faszinierend sein. Es kann aber auch beunruhigend sein. Wenn du streng am biblischen Text hängen willst und dich als wahren Christ behauptest, dann musst du zugeben, Advent und Weihnachten sind keine göttlichen Gebote der Bibel. Wenn du jedoch Tradition, Gemeinschaft und Symbolik wertschätzt, dann sind diese Feste ein komplexes, vieldeutiges Geschenk der Kulturgeschichte. Lass mich dir einen Gedanken noch geben, der bleibt. Rituale haben Macht, unabhängig davon, ob sie biblisch sind oder nicht.
Die Frage ist nicht nur, woher, sondern auch, wozu? Dient das Ritual dem Glauben? Ermutigt es Nächstenliebe, Besinnung, Demut? Oder ersetzt es das innere Leben durch äußere Formen? Die Kirche hat diese Rituale institutionalisiert, ja. Aber die Entscheidung, was du persönlich daraus machst, Verklärung oder Täuschung, die liegt allein bei dir. Am Ende geht es um zwei Dinge: Wahrheit und Bewusstsein. Wahrheit bedeutet, ehrlich zu sagen, was historisch belegbar ist und was nicht. Bewusstsein bedeutet, zu wissen, warum du etwas tust, ob aus Tradition, Komfort oder Glaubensüberzeugung. Und noch etwas: die Idee, dass das Konzil von Nicäa Weihnachtsdaten verbindlich festgelegt habe, das ist kein Mythos. Nicäa klärte theologische Streitfragen, Arianismus. Es setzte jedoch nicht das Weihnachtsdatum fest, begann jedoch von dort an, diese Bräuche Stück für Stück ins neue Christentum einzuführen. Demnach ist die Epoche von Konstantin der Moment, in dem die kirchliche Praxis massiv mit politischer Macht verschmolz und damit der Rahmen entstand, in dem Datumswahl und Bräuche leichter adaptiert wurden. Wenn du heute Advent anzündest, tu es mit Wissen. Zünde die Kerzen nicht, weil dir jemand gesagt hat, das sei heilig und unveränderlich. Zünde sie, weil du verstehst. Du nimmst teil an einem Ritual, das viele Layer hat: heidnisch, liturgisch, kulturell. Und wenn du willst, dann gib dem Ritual deinen Sinn: Nächstenliebe statt Aberglaube, Besinnung statt bloßer Tradition. Bevor ich schließe, noch 3 Provokationen. Merk sie dir. Erstens: Advent ist nicht biblisch. Das ist keine Schmähung, das ist eine historische Feststellung. Zweitens: Weihnachten in seiner populären Form ist stark kulturüberprägt. Viele Elemente stammen aus älteren, nicht christlichen Festen. Drittens: Kirche und Staat haben historisch zusammengearbeitet, um soziale Kohärenz zu schaffen. Manchmal durch Verschmelzung von Ritualen, manchmal durch Machtpolitik. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du willst, dass mehr Menschen es sehen, like, teile und abonniere. Wenn du eine Frage hast, schreib sie unten in die Kommentare, ich beantworte sie gerne. Dein The Mighty Brain Team. Bleib kritisch, bleib wachsam und vergiss nicht, nicht jedes Licht im Winter kommt vom Himmel.